Dann verlasse ich jetzt das Meeting. Nein, machst du nicht. So, dann starten wir mal. Ihr seht meinen Monitor? Ja. So. Herzlich willkommen. Lorenz, willst du eigentlich begrüßen? Fällt mir gerade ein. Nee, also wir machen es ganz kurz. Herzlichen Dank, Heike Borch, zusammen mit Katharina Maria Koch. Es geht um Podcasts in der 777 DNCH Academy. Bühne frei, Heike. Vielen Dank. Wunderbar. Jetzt habe ich die ganze Folie. So. Herzlich willkommen. Wir machen heute die Session zu zweit. Ich habe meine wunderbare Assistentin mitgebracht, Katharina Koch. Ich lasse jetzt Maria mal weg. Und wir machen die Podcasts immer zu zweit. Das heißt, ich habe 2 Podcasts, die ich hoste, und Katharina hilft mir bei der Vor- und Nachbereitung. Genau. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Ich stelle uns ganz kurz noch vor. Ups, Entschuldigung. Einerseits, was ist ganz kurz das? So. Einerseits bin ich das, bin im Grafik- und Publishing-Bereich tätig und bin ziemlich viel unterwegs. Deswegen hat es mich auch in die digitale Nomadenwelt verschlagen. Ich habe 2 Podcasts, die ich betreue. Einmal ist es der Publishing-Podcast, wo es darum geht, Menschen aus der Publishing-Branche, aus der grafischen Branche zu porträtieren. Das ist ein reiner Interview-Podcast, wo ich also immer mit einem Gast im Gespräch bin. Und der zweite Podcast ist Leben pur unterwegs. Da geht es tatsächlich ausschließlich um unsere Reisen, um die Reisen von meinem Mann und mir. Und manchmal auch, wenn wir zu dritt oder zu viert reisen, kommen die anderen Mitreisenden auch zu Wort. Das ist ein Podcast, der ein reines Hobbyprojekt ist. Zu finden ist das unter moliri.com für den Publishing-Podcast oder unter leben-pur.ch für unseren Reisepodcast. Katharina Koch, stelle ich gerne vor, ist im Social Media Marketing tätig, da ganz speziell stark in der Strategie und im Konzept. Und sie hat aber auch so ein kleines Nebenstandbein, und zwar ist es die Podcast-Produktion. Und dabei geht es also nicht um die reine Aufnahme, die Gespräche und so weiter, die führe ich in meinem Teil, sondern sie produziert vorher oder nachher. Und da geht es aber nicht nur um die reine technische Produktion, sondern auch um das ganze Marketing und warum überhaupt ein Podcast und ist ein Podcast überhaupt für jeden sinnvoll. Katharinas Infos findet man unter katharinamariakoch.com. Die Folien bekommt ihr allerdings nach auch nochmal. Ihr könnt also auch nochmal darauf klicken. Gehen wir mal in die nächste Folie. Okay, die gehört jetzt dir, Kathi. Vielleicht willst du dazu was sagen? Genau. Wir haben uns überlegt in der Vorbereitung für diese Präsentation heute Abend, was eigentlich die Sachen sind oder die Punkte sind, die wir uns am Anfang gefragt haben, wenn ich mit anderen Kunden spreche, was die mich eigentlich immer wieder fragen, und die wollten wir einfach mal aufzeigen. Zum Beispiel, ich möchte podcasten, aber wie? Das heißt, dieses ganze technische Setup ist ganz oft eine große Frage. Dann gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder jemand hat schon eine Idee für einen Podcast und möchte sofort loslegen, oder er weiß, er muss unbedingt einen Podcast machen, weil das total gut zu dem Menschen passt, aber die Idee fehlt noch. Und das sind eben so diese beiden Möglichkeiten, wo dann oft die Frage ist, ja, und dann, wie geht's weiter? Dann ganz oft die Frage, wo soll ich hosten? Was sind so die richtigen Hosts? Was sind die Kriterien? Welche Tools braucht man dafür? Ob das dann eben Apps sind oder eben die richtigen, Mikrofon, was dazu gehört. Und am Ende die Frage auch immer, was kostet so ein Podcast? Und natürlich ist es einmal Zeit, Material, aber eben auch Dienstleister. Heike kann da ein Lied von singen, was ich koste, weil wir uns das ja eben auch teilen, die Arbeit für den Podcast. Genau, das sind so die Fragen, die wir beide immer wieder hören, wenn uns jemand fragt, ihr macht doch Podcast, was gehört da alles dazu? Und genau, wir hoffen, dass wir im Verlauf der nächsten 30, 40 Minuten genau die Fragen klären können. Wie gesagt, wenn es mehr Fragen gibt, stellt die sehr gerne. Genau. Zu den ganzen Fragen, die da jetzt gerade auf der Folie waren, die werden wir alle versuchen zu beantworten. Und wenn da noch irgendwelche Lücken sind, einfach in den Chat schreiben und dann kommen die Fragen am Schluss nochmal
so eine Antwort. Aber was mache ich mir für Vorgedanken für so einen Podcast? Also Podcast ist ja für die, die es vielleicht nicht wissen, vermute ich zwar jetzt gerade nicht von den Hörenden, Podcast ist YouTube ohne Bild, also reines Hören. Es gibt auch Podcasts mit Videos. Wir haben uns aber für die Podcast-Variante entschieden ohne Bild. Das heißt, es ist eine reine ist wie eine Radiosendung, die man vorproduziert, die man auch live machen kann und die man aber jederzeit abrufen kann über gewisse Podcast-Apps oder gewisse Plattformen, also wie zum Beispiel Spotify oder iTunes und so weiter. Wichtig ist, dass man, bevor man einen Podcast startet, mal erstmal überlegt, warum will ich einen Podcast machen. Also einfach nur einen Podcast, weil irgendwie alle das machen, das halte ich für keine so eine gute Idee. Aber man kann sich schon zu einem Thema mal Gedanken machen. Es gibt Podcasts, die ewig lang sind. Jetzt muss ich ganz kurz jemanden reinnehmen. Es gibt Podcasts, die also unendliche Themen haben, wie zum Beispiel bei uns die Reise. Das war also immer wieder, wenn wir weiterreisen, eine neue Episode aufnehmen. Oder wenn ich in einem Publishing-Podcast einen neuen Gast habe, dass ich wieder eine neue Episode aufnehme. Da spricht man von Episoden oder Folgen. Aber es gibt auch Podcasts zu einem bestimmten Thema, der dann irgendwann abgeschlossen ist. Also, dass man sagt, was weiß ich, zu einer Geburt oder zu einer Hochzeit oder was auch immer. Dass man sagt, okay, zu diesem Teil habe ich jetzt irgendwie 8 oder 10 oder 20 Folgen und danach ist dann auch Feierabend. Dann hat man so eine Art, wie so einen geschlossenen Podcast, fast wie so ein Hörbuch. Genau. Man muss sich überlegen, wer ist die Zielgruppe, wer hört diesen Podcast und gibt es da eine Nische? Oder gibt es da vielleicht schon andere Podcasts oder kann man sich daneben orientieren oder kann man vielleicht tatsächlich da noch richtig gut punkten? Das Zweite, also die Themen sind jetzt diese Fragen, die ich jetzt da auf der Liste habe, die sind nicht in der Wertung hintereinander, sondern einfach so Gedanken. Das Zweite ist, will ich ein Gespräch haben, will ich einen Monolog machen? Also man spricht da von Host oder Co-Host oder Interviewpartner, also Interview-Podcast. Wenn ich immer wieder, wie in meinem Publishing-Podcast, einen Interviewgast habe, es ist halt ein normaler Interview-Podcast, aber sicher kennt ihr auch Podcasts, wo sich Leute miteinander unterhalten, 2 oder 3 oder mehr. Oder es gibt auch einfache Themen-Podcasts, wo nur einer spricht die ganze Zeit. Genau. Wichtig ist, man sollte sich darüber Gedanken machen, wie lang so eine Episode ist. Da gibt es Statistiken, also hätten wir uns jetzt noch vor der Covid-Zeit unterhalten, hat man so von zwischen 20 und 30 Minuten gesprochen. Das ist so die gängige Länge, weil es ist so üblicherweise die Pendlerlänge, wie Leute halt zu ihrer Arbeit pendeln. Mittlerweile pendelt man ja nicht mehr so viel, deswegen gibt es also ganz lange Folgen, ganz kurze Happen. Es gibt Podcasts, die nur so 4, 5, 6 Minuten Episoden haben. Ich glaube, der T3N-Podcast hat immer so einen Wochenstart für 5 Minuten. Da kann man mal einmal so hören, was es so gibt in der nächsten Zeit. Aber es gibt auch ganz lange Episoden, wie zum Beispiel vom Zeit Online, Alles gesagt. Der geht 4 bis 6 oder 8 Stunden pro Episode. Da gibt es also unterschiedlichste Varianten. Da muss man einfach schauen, welches Thema bearbeitet man in seinem Podcast und wie sind die Höreigenschaften. Da muss man einfach die Leute fragen und ein bisschen gucken, wie andere Podcasts ähnlich sind. Außerdem ist auch ganz wichtig, sollte man sich überlegen, ist die Frequenz der Veröffentlichung, also will ich jeden Tag eine Episode rausbringen, will ich jede Woche, jeden Monat oder nur, 3-mal im Jahr. Das kann man unterschiedlich machen. Wichtig ist dabei, dass eine Regelmäßigkeit wichtiger ist als eine hohe Frequenz. Also wenn ich sage, ich bringe nur einmal im Monat eine Episode raus und die Leute sich darauf verlassen, dann freuen die sich auf den ersten Mittwoch im Monat. Das ist okay. Wenn ich aber sage, ich bringe heute mal 3 Episoden raus und dann wieder 5 Wochen gar nichts, das ist eher kontraproduktiv. Wenn man sich so eine Frequenz überlegt, man ist am Anfang sehr euphorisch oft. Ich zeige euch ganz am Ende nochmal eine Aufwandsschätzung von der Zeit her. Die sollte man also auf jeden Fall mit einkalkulieren, weil so ein Podcast ist nicht mal eben schnell gemacht. Genau. Der nächste Punkt ist auch mit der Aufwandsschätzung, aber auch mit dem Gesamtthema, will ich mir Unterstützung holen, wie ich das gemacht habe mit Katharina. Oder will ich das lieber alleine machen, wie ich das auch mache? Der Leben pur Podcast ist ein reiner Podcast, den ich alleine mache oder besser gesagt, den mein Mann und ich zusammen verwalten, verarbeiten, hochladen und so weiter. Oder, also das muss man einfach einkalkulieren und die Zeit zeige ich euch nachher, was wir dafür brauchen. Das heißt nicht, dass jeder genauso viel Zeit braucht. Es kann auch sein, dass man weniger oder auch mehr braucht.
Also am Anfang wird sicher mehr sein. Genau. Jetzt muss ich hier gucken. So, nächste Folie. Oh, da bin ich auch noch dran. Wir haben uns Gott sei Dank hier unten links immer Gesichter gemacht, damit wir wissen, wer die Folie bespricht. Weitere Gedanken zum Setup. Das ist jetzt so ein ganz kleiner Bereich. Brauche ich eine Webseite für meinen Podcast oder reicht der, wenn der bei iTunes, bei Spotify und bei den ganzen Plattformen gelistet ist? Oder will ich das auf einer eigenen Webseite auch nochmal verteilen? Will ich ein Design für den Podcast haben? Wenn ich einen Business-Podcast mache, soll der vielleicht an meinem Firmen-Corporate-Design andocken oder soll es ein ganz eigenes Design bekommen? Der soll natürlich wiedererkennbar sein, wenn ich über meine App scrolle, über meine Podcast-App auf dem Handy, dann muss ich das Logo erkennen können und so weiter oder vielleicht ein Farbfeld. Dann brauche ich halt ein entsprechendes Cover dafür. Außerdem muss ich mir auch Gedanken machen, will ich ein Intro und Outro machen, also vielleicht will da so eine Musik mit rein. Dann muss ich mir natürlich Gedanken machen über eventuelle Musikrechte. Also die Vor-Podcast-Zeit, die braucht, da braucht man ein bisschen Ruhe und Zeit. Das ist so ein bisschen wie so ein Kind bekommen oder wie eine Firma gründen. Also da muss man schon so ein paar Gedanken sich machen. So. Nächstes, dann ist die Frage zum Thema Aufnahme. Wir haben die Aufnahme gesplittet in 2 Teile, nämlich die technische Aufnahme und die inhaltliche Aufnahme. Da will ich noch ganz kurz dazu sagen, wenn man zum Beispiel zwar viel zu sagen hat, aber nicht so gut sprechen kann, ist es völlig okay, wenn man sich da einen Sprach- oder einen Interviewcoach holt. Das sind meistens nur ein paar Stunden, die man buchen kann bei denen und es macht ganz, ganz viel aus, dass man dann sozusagen ein viel besseres Ergebnis hat und die Menschen einem wirklich zuhören. Man darf eins nicht vergessen, dass der Podcast-Hörer, dem steckt man im Ohr sozusagen, also im besten Fall sogar im Kopfhörer direkt im Ohr. Und wenn das halt ständig so ein Schmatzen oder irgendwie so ein beim Sprechen dann ist das unangenehm oder empfindet man als unangenehm als Hörender. Und da kann man mit einem Sprach- oder Interviewcoach mit ziemlich wenig Aufwand ziemlich viel erreichen. Wer da Interesse hat, ich habe da auch 2 ganz tolle Kontakte. Genau. Dann ein ganz wichtiger Punkt, je besser die Vorbereitung, desto besser die Episode. Also bei einem Interview natürlich die Recherche für den Interview oder über den Interviewgast, aber auch bei einem Thema einfach mal wirklich alles beleuchten in der Vorbereitung, damit man auch wirklich nichts vergessen hat. Dann würde ich empfehlen, wenn man zu einem Thema eine Episode macht, dass man wirklich nur pro Episode ein Thema macht. Dann hat man nämlich gleich, wenn man zum Beispiel zu irgendeinem speziellen Bereich, was weiß ich, Kathi wird vielleicht nachher noch über die Hochzeitsvorbereitung sprechen, weil du hattest, glaube ich, einen Podcast, betreust du, da geht es um Wedding-Planer und so weiter, dass man einfach pro Episode ein Thema hat. Also einmal den Brautstrauß und einmal den, was weiß ich, die Kleidung und einmal den Fotograf oder so. Dass man nicht immer alles vermischt. Weil es ist auch schöner für den Hörenden, sich dann episodenweise die Themen nochmal rauszuholen, auch zu suchen. Dann muss man sich überlegen, und da gibt es von mir keinen Tipp, will ich ein Skript haben oder kann ich freisprechen? Also so wie ich jetzt das mache, dass ich einfach so ein paar Stichpunkte habe und daraus freispreche. Oder braucht jemand wirklich wie so ein Hörbuch, dass er das liest? Das bitte testen und üben, ob das gut sich anhört. Manchmal, wenn es so vorgelesen sich anhört, ist es manchmal ein bisschen langweilig. Oder kann jemand einfach nur mit so 5, 6 Stichpunkten wirklich eine tolle Geschichte erzählen? Das bitte testen. Und man kann ja Gott sei Dank Episoden testen und dann auch wieder löschen. Also man kann die ja sozusagen mal in alle möglichen Varianten durchspielen und auch sich Feedback holen. Was ich gern mache, ist, wenn ich Gäste habe, dass ich Interviewgästen einen Fragebogen schicke. Den zeige ich ganz kurz. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich hier reingehen kann. Genau. Einfach ein Google Doc, wo erstmal so ganz normale Daten abgefragt werden, Name, E-Mail-Adresse und so weiter. Dann gibt es so eine Frage, gibt es etwas, was derjenige nicht von sich preisgeben möchte, auch wenn ich es vielleicht schon weiß, dann möchte ich das ganz gerne wissen. Gibt es etwas, was in meinem Fall, was deine Arbeit beeinflusst hat? Gibt es irgendwas in deiner Biografie, was interessant ist? Hier darf der Interviewgast aber auch mal sagen, worüber er sprechen möchte, also vielleicht sein neues Buch oder sein neues Projekt oder so, weil es gerade wichtig ist. Bei mir jetzt in dem Bereich gibt es auch was im privaten Bereich. Solche Sachen kann man sich alles anschauen. Dann aber auch ganz wichtig im zweiten Teil, alle Links zu Webseiten, LinkedIn und so weiter, Twitter,
Und ganz zum Schluss auch nochmal ein Bild, dass ich gleich ein Bild habe für die Podcast-Episode und auch nochmal die Bestätigung, dass ich zu diesem Bild die Rechte bekomme, die zu nutzen. Genau. Diesen Fragebogen, der hilft den meisten Gästen ganz gut, dass die sich ein bisschen orientieren können. Außerdem spreche ich, wenn ich ein Vorgespräch mache, auch über No-Go-Themen. Also gibt es irgendetwas, was du definitiv nicht ansprechen willst? Beispielsweise in einem Business-Podcast. Wollen wir über den oder den Kunden sprechen, ja oder nein und solche Sachen. Dass es dann nicht nachher zu irgendwelchen Problemen kommt. Außerdem biete ich immer an, im Nachhinein den Podcast schneiden zu können und dass jemand noch Aussagen rausschneiden lassen kann. Das ist nicht üblich, aber das machen wir so. Also das muss man nicht anbieten, aber ich mache das halt, damit der Interviewgast entspannter und lockerer ist. Meine Gäste sind meistens nicht interviewerfahren. Nächster Punkt. Kathi, jetzt bist du dran. Sehr gut, genau. Wir haben ja gesagt, wir unterscheiden das einmal in das Inhaltliche, in die Aufnahme und einmal in die Technik. Das sind eigentlich so diese klassischen Fragen. Welches Mikrofon ist denn das beste Mikrofon, um Podcast aufzunehmen? Und es ist immer ganz charmant, wenn jemand noch nicht mal die Idee von einem Podcast hat und schon ein Mikrofon kaufen möchte für 300, 400 Euro. Und meine und auch Heikes, ja, Impuls ist eigentlich immer, mach doch erstmal mit den Kopfhörern, die du hast. Guck doch mal, ob das überhaupt funktioniert, weil auch Heike hat Mikrofone gekauft, die sie danach wieder verkauft hat, weil sie gemerkt hat, so ein teures Equipment braucht es gar nicht. Was wichtig ist, wenn es ums Mikrofon geht, und das gilt sowohl für die Aufnahme als auch für die Post-Production, dass ihr euch bewusst seid, ob das ein Podcast ist, der zusammen in einem Raum aufgenommen wird. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann braucht es einfach 2 Mikrofone oder die Möglichkeit, bei einer Aufnahme über 2 verschiedene Quellen diese Aufnahme aufzunehmen, damit wir dann in der Post-Production die Lautstärke der einzelnen Gesprächsteilnehmer auch aneinander anpassen können. Ich glaube, das war eine Frage auch vorher im Slack, wie man das am besten bearbeiten kann. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, die es hat, dass um eben diese Stimmen aneinander anzugleichen, dass wir eben 2 getrennte Spuren haben. Und dann ist es relativ easy. Wir können total gerne, wenn jemand dazu noch mehr Fragen hat, schreibt ihr einfach eine E-Mail oder eben an Heike, da habt ihr auch den Kontakt. Und dann kann ich da meine YouTube-Tutorials zeigen, mit denen ich mir das beigebracht habe. Genau, das ist ein Punkt, vor allem beim Mikrofon. Ansonsten ist eigentlich unser Credo, machen, testen. Es gibt von Rode ein relativ gutes, was eigentlich von allen Podcastern irgendwo empfohlen wird. Ich glaube, Heike, du hast aber mittlerweile ein anderes, oder? So ein ganz klitzekleines. Genau. Ich habe angefangen mit einem H2N oder H2, weiß nicht genau, wie es heißt. Das ist ein sehr gutes, wird auch im Musikbereich gern genommen. Und das aber war für mich schon fast zu genau, also hat sehr, sehr viel Raumgeräusche aufgenommen. Und wir hatten halt nie diese 2 Tonspuren. Und ich habe jetzt ein ganz einfaches Ansteckmikrofon, davon habe ich 2. Und habe sozusagen an meinem Handy so ein Stecker, wo ich praktisch beide Mikrofone anklemmen kann und jeder Interviewer, also ich und der Interviewer oder Interviewte, hat so ein Mikrofon angesteckt am Pullover und dann kann man da wunderbar die 2 Tonspuren aufnehmen. Genau. Also da gibt es, das ganze Set kostet um die 100 Euro oder 100 Franken. Also es ist wirklich eine einfache Geschichte. Genau. Die Alternative dazu ist natürlich, wenn wir das nicht alles zusammen in einem Raum machen, was ja im letzten Jahr häufig der Fall war. Das funktioniert auch sehr gut über Zoom. Was da wichtig ist, um eben diese 2 getrennten Audiospuren zu haben, dass man bei Zoom in die Einstellungen geht. Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man auf Record geht. Heike, kannst du das zeigen? Oder? Ja, ich versuche es gerade. Warte mal, ich gucke mal kurz ich war gerade in den Voreinstellungen das ist jetzt nicht das Richtige. Wenn man in Zoom geht man in die Grundeinstellung, glaube ich, hier genau bei Record oder Recording bei mir. Genau. Kann man hier einfach sagen. Und da muss man. Ja, sag du, Entschuldigung. Genau, und da muss man dann einfach angeben, dass man eben für jeden Teilnehmer aus dem Chat, der eben redet, dass sie eine eigene Tonspur für die haben. Die werden dann im Nachgang eben verschickt oder beziehungsweise sie hier jetzt gerade direkt schon im Ordner abgelegt, wo es eben hin soll. Und da ist dann die ganze Magie dahinter. Und dann hat man 2 getrennte Tonspuren. Ist relativ simpel. Und damit, hat man dann, wie gesagt, auch diese 2 Tonspuren, wo man dann die Lautstärke ineinander anpassen kann. Ansonsten ist vielleicht wichtig, bei der Aufnahme nochmal zu sagen, dass wenn jemand einen Bart hat und das Mikrofon daran raschelt, generell lange Haare bei Frauen oder eben auch bei Männern,
Knöpfe an irgendwelchen Hemden, ein Reißverschluss, Hall im Raum. Das sind so die Klassiker, die generell für alle Tonaufnahmen gelten. Das gilt auch für Podcastaufnahmen, Überraschung, Überraschung. Aber dass man da einfach so ein bisschen ein Gefühl für hat. Das macht die Arbeit für mich als Post-Production sehr viel einfacher, wenn Heike da bei der Produktion schon dran denkt, weil ich dann weniger schneiden muss. Genau, das generell zur Aufnahme. Es gibt natürlich auch dafür verschiedene Apps. Wir arbeiten mit der Voice Record Pro 7 Version. Das ist eine App fürs Handy. Die ist sehr umfangreich. Ich glaube, die kostet $7 einmalig und dann ist man damit fein. Und genau, die hat ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man in verschiedenen Formaten aufnehmen kann, je nachdem, welches Format man am Ende für die Nachbereitung braucht. Man kann auch da wieder 2 Spuren aufnehmen. Aber auch da, also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da muss man einfach für sich so ein bisschen entscheiden, was ist einem wichtig. Will man zum Beispiel direkt aus der App das vielleicht in eine Cloud laden, dann bietet es die App auch an. Man kann aber natürlich auch erstmal mit kostenlosen Tools arbeiten, wie auf dem Mac mit der GarageBand oder wenn wir jetzt gleich über den Schnitt sprechen, da arbeiten ja auch ganz viele mit Audacity. Da kann man natürlich auch direkt drin aufnehmen. Genau. Oder eben Zoom als Aufnahme, auch eine Möglichkeit. Darf ich noch ganz kurz dazu oder bist du noch dran Klar. an der Raumumgebung? Hattest du was zu der Raumumgebung? Hattest du nichts gesagt? Großartig, ne? Da wäre ich jetzt dazu gekommen. Dann leg los. Entschuldigung. Genau. Der Punkt ist Raumumgebung. Wir sind total viel im Homeoffice momentan, deswegen geht es bei vielen Aufnahmen von alleine relativ gut, dass nicht so viel Hall dabei ist. Aber wenn man unter anderen Umständen vielleicht in einem Büro sitzt oder auch in einem Café oder Restaurant was aufnehmen möchte, man muss einfach gucken, dass man den Hall so gut wie irgendwie möglich dämmt. Ich habe jetzt zum Beispiel extra vor der Aufnahme heute hier meine ganzen Teppiche aus der Wohnung in den Raum geholt. Genau, weil nach dem Umzug hier der Raum eigentlich noch komplett leer stand, aber damit es eben nicht so halt, hängen jetzt hier überall Teppiche und irgendwelche Stoffe an den Wänden, damit es eben für euch sich auch gut anhört. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Nee, also ich habe tatsächlich 1-2 Mal schon die Situation gehabt, dass ich einfach zu den Interviewgästen gesagt habe, hol dir mal 2, 3 Kopfkissen und leg die mal neben also einfach auf den Schreibtisch rauf, dass so ein bisschen der Klang ein bisschen weicher ist. Also das macht wirklich, weil wir sind ja sozusagen ohne Video, also da kann man durchaus mal auf dem Sofa oder mit Kopfkissen umwickelt sitzen. Das macht echt viel aus. Genau. Nur hier wieder wichtig dran denken, nicht, dass das Mikro an irgendwas rankommt. Ja, genau. Achso, Entschuldigung. Genau. Nee, du bist weiter dran. Jetzt bist du. Perfekt. Genau. Wenn wir jetzt die Aufnahme fertig haben, dann ist es bei Heike und mir so, dass sie mir eigentlich alles rüberschickt. Also ich habe dann die komplett fertige Audiodatei, ich habe den Fragebogen, der vorbildlich ausgefüllt wurde von den Interviewgästen und dann geht es für mich im ersten Moment an den Schnitt. Das heißt, wir nutzen dafür, da haben mit Audacity gestartet. Das ist eine kostenlose Version, die für Mac und für Windows funktioniert. Ist auch absolut in Ordnung. Man kann damit alles umsetzen, was es so braucht für einen ganz einfachen Podcast. GarageBand ist, wie gesagt, auch ein Mac-eigenes Programm, was auch gut zum Schnitt funktioniert. Wir sind jetzt letztes Jahr auf Adobe Audition umgestiegen, einfach weil mir Audacity immer mal wieder abgeschmiert ist und das ist total ärgerlich, wenn man irgendwie so 2 Stunden Podcast geschnitten hat und dann wieder von vorne anfängt. Und dadurch, dass wir beide die Lizenzen haben, dachten wir uns, warum nicht? Wir probieren das mal. Das funktioniert sehr gut, kann viel, viel mehr, als wir für den Podcast brauchen. Deswegen, ich habe mich da, mein Wissen beschränkt sich auf das, was ich brauche. Und es funktioniert total gut. Die Qualität hat keine Veränderung dadurch. Genau, wir können genauso unser Intro und Outro mit reinschneiden. Deswegen, da muss man einfach für sich so ein bisschen gucken, was am sinnvollsten ist, was am schnellsten funktioniert. Genau, ob man, wie gesagt, mit der kostenlosen Version startet oder ob man dann doch den Expertenstatus beibehalten möchte und von sich behauptet, man schneidet mit Adobe Audition. Genau, dann gibt es das Intro und Outro. Heike hat das ja gerade schon einmal bei der Vorbereitung angesprochen. Es ist total wichtig, dass wir so eine Art Wiedererkennung in unserem Podcast haben. Das ist natürlich zum einen über die Stimme. Wir haben als Menschen generell, diese Stimme ist ein ganz, ganz starkes Wiedererkennungsmerkmal. Aber so ein Intro und Outro, das hilft total, da so ein bisschen so eine Struktur in so eine Episode reinzubekommen. Wir haben das zum Beispiel beim Moliri-Podcast, also beim Publishing-Podcast ist es so, dass wir das manuell machen. Das heißt, wir haben immer einen kleinen Teaser von unserem Inhalt aus der Podcast-Episode, irgendwie eine nette Anekdote, die ich nach vorne schneide, dann kommt das Intro, dann
die ganze Folge, dann das Outro. Im Vergleich dazu machen wir das beim Leben pur, geht das automatisch. Das kann man über den Host einstellen. Da habt ihr einfach eure Episode, die ihr hochladet, habt einmal ein Intro und einmal ein Outro dafür zur Verfügung gestellt und dann wird es automatisch davor und danach geschnitten. Das sind eben die beiden Möglichkeiten, je nachdem, welchen Weg man sich da aussucht, was man möchte, wie seine eigene Episode aufgebaut sein möchte, ist es eben ein bisschen mehr Arbeit oder es geht eben automatisch. Genau, wenn wir das Ganze fertig geschnitten haben, geht das Ganze einmal für uns durch Auphonic. Das sorgt dafür, dass die Tonqualität besser ist. Da wird dann so ein bisschen Rauschen rausgeschnitten. Wir haben, genau, so die Tonspuren werden aneinander angepasst. Generell auch so Hintergrundgeräusche werden ja nicht komplett ausgemerzt, sondern eher eingedämmt, sagen wir mal. Aber wir haben zum Beispiel auch das Feedback bekommen von Hörern, dass wenn wir unsere Folgen nicht durch Auphonic durchjagen sozusagen, dass die das auch rausgehört haben. Ich glaube, wir haben das mal bei 2, 3 Episoden getestet, einfach weil es ja auch ein Kostenpunkt ist. Und wir haben das Feedback bekommen, dass sie das gerne hätten. Und dann haben wir das natürlich, weil wir unsere Hörer ja nicht vergraulen wollen, sofort wieder eingeführt. Und dann war das auch schon wieder. Genau, also das können wir auf jeden Fall empfehlen. Das zu dem ganzen Thema Audioschnitt gibt es ganz, ganz tolle Tutorials online. Man kann so Kurse buchen, wo dann wirklich zu den einzelnen Programmen das ganz genau erklärt wird, was da eben wichtig ist. Und zusätzlich dazu gehört zur Post-Production natürlich auch das Schreiben von Texten. Und da kommt eben diese Vorbereitung uns unglaublich zugute, dass wir diesen Fragebogen haben, wo die Links aufgeführt sind, wo vielleicht schon für mich vor allem, wenn wir so ein bisschen die Biografie von dem Interviewgast vorstellen, wenn der da schon ein bisschen was runtergeschrieben hat. Ich höre natürlich die ganze Folge und schneide Amps und alles raus. Aber es ist immer ganz schön, wenn ich nicht mitschreiben muss, in welchem Jahr jetzt der Gast an welcher Uni welchen Abschluss gemacht hat und worüber seine Doktorarbeit ging. Das kann ich dann schön copy and pasten aus dem Fragebogen und eben die wichtigen Links mit einfügen. Ist auch immer ein ganz toller Punkt, wenn wir auch daran denken, dass wir das Ganze ja vielleicht auch machen, um das Marketing für unser eigenes Unternehmen voranzutreiben, dass wir eben auch SEO-technisch dadurch sehr viel besser aufgespielt werden, wenn wir eben unsere Shownotes fleißig befüllen. Und da gibt es immer 2 Texte oder 2 Teile. Einmal ein variabler Teil, unterschiedlich von Episode zu Episode, und einen fixen Teil, wo wir unsere eigenen Links drin haben. Das heißt, bei dem Publishing-Podcast und da von Heike, die ganzen E-Mail-Adresse ist, glaube ich, mit drin, so ein Disclaimer zum Datenschutz ist da mit dabei, deine Webseite. Genau, alles, was eigentlich im Outro auch nochmal gesagt wird, findet man dann auch nochmal da in den Shownotes. Ist einfach schön, dass wenn man danach sucht und googelt, findet man auch den Podcast. Genau, dann ist für uns ein Punkt, dass wir eben unsere Interviewgäste, wenn das alles fertig ist, einmal eine Freigabe schicken. Das ist total unüblich, wie ich gemerkt habe, nachdem ich für andere Podcasts angefangen habe zu arbeiten. Aber uns ist es unglaublich wichtig, gerade weil wir ihnen eben die Möglichkeit geben, auch Feedback zu geben und eben, dass wir auch einzelne Aspekte rausschneiden. Wir hatten, glaube ich, einmal einen Part, wo einer so eine Anekdote über seinen Sohn erzählt hat und die war total schön und uns hat es überhaupt nicht gestört im Gespräch, aber er meinte, er möchte eigentlich nicht irgendwie über sein Kind sprechen, weil das Kind eben auch Personen- und Datenschutz und das gehört eigentlich nicht dahin, weil es ja auch irgendwo Businessrahmen. Und dann haben wir das rausgenommen und ich habe das im Nachgang eben geschnitten und das war gar kein Problem. Und die Zeit muss man eben einkalkulieren. Und genau das ist eben der letzte Punkt bei der Post-Production, dass man sich so einen Zeitplan macht. Das heißt, wir müssen uns einfach überlegen, wie lange ist die Aufnahmedauer? Wie lange ist die Schnittdauer? Wie lange braucht es für eine Freigabe von so einem Interviewgast oder eben auch von uns beiden, wenn eine Heike nochmal über meine Texte drüber liest? Wenn dann Anpassungen gibt, wie lange brauchen wir dafür? Generell die ganze Redaktion, wenn wir dann auch über Social Media sprechen, über die Webseite, das alles zu implementieren, hochzuladen. Genau, das muss eben alles einmal durchdeklariert werden und ich glaube, das war bei uns auf jeden Fall so ein Learning by Doing. Oh ja. Ich glaube, wie viel Zeit wir wirklich brauchen, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, wenn wir einmal unser Kalkulationsbeispiel zeigen. Ja, genau. Ich möchte ganz kurz hier noch einhaken. Also Audacity und so weiter zeigen wir jetzt gerade nicht, aber ich will ganz kurz mal Auphonic noch ganz kurz erklären, weil Auphonic ist ein Dienst, der ist online. Ich gehe kurz auf die Webseite, einfach, dass ihr ganz kurz mal seht, wie wir das machen bei Auphonic. Und zwar, jetzt muss ich nur gucken hier, bei Auphonic, da lädt man, also man ist einfach, man kauft ein gewisses Guthaben, man kauft eine gewisse Zeit ein der Bearbeitung und dann kann man einfach sagen, man macht eine neue Produktion. Ich mache jetzt einfach mal hier eine neue Produktion ganz kurz.
Und dann kann ich sagen, ich habe schon mal ein Preset. Ne? Ich habe schon mal zum Beispiel, wenn ich den Publishing-Podcast mache, dann mache ich ohne Intro und Outro, weil das Kathi gesagt hat, sie macht das in Auphonic, in Audacity schon rein. Wenn ich aber meinen Reisepodcast habe, wo ich so einfach wie möglich arbeiten will und so wenig wie möglich Arbeit damit haben möchte, dann mache ich schon mit Intro und Outro. Und dann sind sozusagen Intro und Outro schon hinterlegt. Also es sind kleine MP3-Files, die einfach hier schon hinterlegt sind und die dann sozusagen, hier drin hängen, ne? Intro, Outro, Leben pur und so weiter. Und dann wird einfach dieses normale MP3 hochgeladen, was ich auf dem Handy hatte. Und irgendwann gibt es dann hier unten Startproduktion und dann läuft es los. Und irgendwann habe ich dann in meiner Dropbox, also ich habe das über die Dropbox, das kann man auch über andere Cloud-Dienste machen, dann irgendwann dieses bearbeitete MP3, wo vorne dran ein Intro hängt, hinten dran ein Outro hängt und dann kann ich das Ding weiter losjagen. Und es ist wirklich echt eine ganz tolle Verbesserung der Qualität, der Tonqualität. Es ist nicht ganz so teuer, dieses Auphonic, aber man muss es trotzdem irgendwie einmal buchen und einmal bezahlen. Das nur einfach ganz kurz dazu. Und eine zweite Sache wollte ich noch ganz kurz zeigen, wenn wir diese Podcasts anschauen. Du hattest gerade gesagt, machen wir jetzt mal hier, was weiß ich, Podcast. In den Shownotes, du hattest über die Shownotes kurz gesprochen. Und da haben wir halt den Teil, den du angesprochen hast, der normale Text, dann die ganzen Kontaktdaten und so weiter. Und dann gibt es hier unten einen Teil, den wir einfach immer drin haben, der einfach für SEO ist, wo unsere Kontaktdaten sind, wo so ein paar Hauptbegriffe sind, datenbankgetriebenes Publizieren, solche Sachen, die halt für mich wichtig sind, wenn man mich finden will oder soll, dann sind die halt immer drin, da machst du einfach Copy-Paste und der Text kommt mit rein. Genau. Nur mal ganz kurz dazu, damit man auch das mal sieht. Ja, jetzt gucken wir mal weiter, ob wir hier noch weiter... Oh, jetzt bin ich wieder dran. Wir sind schon beim Hosting. Wunderbar. Ich finde es übrigens ganz toll, dass wir da unten unsere Bildchen drin haben, dass wir wissen, wer wann was sagen soll. Wir sind schon beim Hosting angekommen. Unsere MP3-Datei, die ja sozusagen das Herzstück dieses ganzen Podcasts ist, das muss ja irgendwo gelagert werden. Das lagert man nicht bei sich und das lagert man auch bitte nicht in der Dropbox. Das lagert man meistens bei einem Hosting-Anbieter. Der, habe ich gerade schon gezeigt, nicht nur die MP3 hostet, sondern auch die Shownotes. Man kann dort, ich zeige das nochmal ganz kurz, dort das Cover hinterlegen, aber man kann auch noch Schlagworte hinterlegen, worin man sozusagen, also wonach man gesucht oder gefunden werden soll, das Cover und so weiter und so weiter. Also da sind eine ganze Menge Sachen drin. Dieser Hosting-Anbieter ist bei uns jetzt Podigy. Ich habe mich für Podigy entschieden. Da gibt es auch wieder etliche. Ich habe auch eine Liste dann in der Linkliste dabei, wo man dann noch andere Podcast-Hostings anschauen kann. Hier, der bietet zum Beispiel auch an, einen automatischen Export zu YouTube, einen automatischen Export zu, was weiß ich, zu allen möglichen Kanälen. Ich muss also nichts extra zu Spotify und iTunes laden, sondern das macht Podigy alles automatisch. Vorausgesetzt, man legt es einmal an. Man muss es einmal tatsächlich anlegen. Man muss sich sozusagen verbinden, einmal mit iTunes, einmal mit Spotify, einmal mit Deezer. Und wie die ganzen Plattformen heißen, das muss man einmal machen. Und dann ist immer, wenn eine neue Episode reingeladen wird, wird die automatisch veröffentlicht und dauert bei iTunes etwa eine Stunde, bei Spotify nicht ganz so lange, aber so plus minus. Genau. Hier bei diesem Hosting würde ich halt auch mal ein paar Suchbegriffe mit einbringen, wenn es ein Business-Podcast ist, dass da halt auch dass ihr auch gefunden werdet. Was macht ein gutes Hosting aus? Habe ich schon gesagt, dass man halt so Tonspuren ablegen kann, dass es einen guten und schnellen Server hat, dass es am Anfang speziell eine gute 24/7 Support-Möglichkeit hat. Das ist nicht bei allen gegeben. Und dann halt immer das automatische Bespielen der Plattformen wie iTunes, Spotify. Hätten wir uns vor 2 Jahren hier zu diesem Vortrag getroffen, hätte ich noch gesagt, achtet darauf, dass die DSGVO eingehalten wird, also der Datenschutz. Das war aber nicht bei allen gegeben. Mittlerweile sind alle Podcast-Hosting-Anbieter DSGVO-tauglich. Also müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Welche können wir empfehlen? Ich habe dort einen Link draufgesetzt. Im Publishing-Blog habe ich mal über das ganze Podcasten gesprochen oder geschrieben in 5 oder 6 Beiträgen. Und dort kann man dann auch die ganzen Podcast-Provider mal anschauen, vergleichen. Wir haben uns für Podigy entschieden. Die sitzen, glaube ich, sogar in Berlin. Also es ist ein deutscher Anbieter mittlerweile. Also ich bin sehr zufrieden und die entwickeln sich auch ganz, ganz fantastisch.
Genau. Und dann haben wir ich glaube, fast als letzten Punkt die große Frage, wie erfahren jetzt Leute von unserem Podcast? Wir haben angesprochen, eine eigene Webseite. Wir haben für den Publishing-Podcast am Anfang oder auch eine eigene Webseite. Würden wir jetzt nicht mehr machen. Einfach, weil ganz klar ist, dass der Publishing-Podcast zu Heike gehört. Und Heike hat auf ihrer Webseite einen Blogreiter. Und es war, in dem Moment war das, oder als wir vor 2018 haben wir, glaube ich, mit dem Podcast angefangen. Okay. Ja, ich hab dann noch studiert. Da haben wir angefangen und da war, ja, okay, wir machen auf jeden Fall eine Webseite, das braucht irgendwas Eigenes, eine eigene URL. Würden wir heute nicht mehr so machen. Also wenn jemand eine Webseite hat, die vielleicht auch schon einen Blogbereich hat oder irgendwo einen Magazinbereich, dann lasst es da irgendwo mit einfließen. Auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel eine Kundin von mir, das ist die Hochzeitsplauderei, das ist auch ein Podcast. Und da geht es wirklich um Dienstleister finden, also die Interview-Dienstleister aus der Hochzeitsbranche. Und da macht es überhaupt gar keinen Sinn, das bei ihr auf der Webseite, sie ist Traurednerin, damit einfließen zu lassen, sondern sie baut jetzt tatsächlich eine Webseite, was ein eigenes Portal ist für diese Dienstleister. Super spannend, launcht am 20. September, wenn alles gut geht. Und da muss man einfach so ein bisschen für sich gucken, was ist das Thema vom Podcast, was macht am meisten Sinn. Automatisiert läuft da momentan leider noch fast gar nichts. Außer man hat einen virtuellen Assistenten oder eben mich als Post-Production-Helferlein, dann geht das automatisiert für Heike. Aber das kostet dann halt eben sein Obolus. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es relativ mühselig momentan, das alles händisch einzupflegen. Wenn es dann mal irgendwann ein Plugin gibt, sind wir die Ersten, die es wahrscheinlich ausprobieren werden. Genau. Das zum Thema, ja? Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wir haben nur 49 Minuten. Wir müssen da ein bisschen drüber schneller gehen. Machen wir. Gut. Genau, dann das Thema Social Media ist auf jeden Fall wichtig für euch, dass ihr euch überlegt, ist es ein eigener Account oder eben, dass man sich irgendwie einen Hashtag überlegt für seinen Podcast, der irgendwie immer wieder auftritt und dass man einfach diese themenspezifischen Podcast-Episoden in den richtigen Gruppen teilt, dass man vielleicht die Livestreams teilt. Wenn man YouTube bespielt, ist eben auch SEO nochmal ein großes Thema, dass man das auch irgendwo die Links verwendet. Man kann so einen Podcast auch gut in so ein Newsletter mit einfließen lassen. Wenn ihr Interviewgäste habt, dann redet davon. Dann sollen die Interviewgäste bitte auf ihren Plattformen das auch kommunizieren. Man kann so kleine Schnipsel auch als Teaser nutzen und so wie mit Zitaten arbeiten, machen ja ganz viele. Man kann Ads dafür schalten, wenn man wirklich mit dem Podcast Geld verdienen möchte. Ich glaube, du, Heike, hast auf jeden Fall den Podcast auch mit in deiner E-Mail-Signatur mit drin. Das ist eine ganz große Möglichkeit, weil dann ist es eben immer irgendwo Thema. Man findet es immer irgendwie. Und Tipp am Rande, man kann auch mit echten Menschen sprechen. Das muss nicht alles digital sein. Man kann auch mal im Freundesbekanntenkreis bei irgendwelchen Netzwerktreffen, kann man mal ansprechen, hey, ich habe hier einen Podcast, hör doch mal rein und kannst du mir vielleicht mal Feedback geben, wie so meine Stimme ist? Und dann hat man schon einen Hörer mehr. Genau. Und ich glaube, dann haben wir zum Abschluss noch ein paar wichtige Punkte, dass ihr mit der Vermarktung eben nicht erst anfangt, wenn der Podcast live ist. Das machen ganz viele den Fehler, dass sie produzieren, dann ist der Podcast da und dann wundern sie sich, warum das niemand hört, weil niemand davon weiß. Also versucht irgendwie die User so ein bisschen in dieser Pre-Launch-Phase mitzunehmen, eure potenziellen Hörer. Das heißt, teasert das irgendwie an in eurem Netzwerk. Siehe die Folie gerade eben, dass ihr so einen Veröffentlichungstermin promotet. Lasst so ein bisschen die Gäste oder die Hörer Teil davon sein. Stellt Fragen, welche Gäste vielleicht auch gerne gehört werden wollen. Themenumfrage sind immer eine Möglichkeit. Ja, oder eben auch die Gäste bitten, das hatten wir gerade schon, dass die eben auch die Informationen teilen. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal die Kosten an, ganz kurz. Das ist immer ganz interessant für viele und ich glaube, das wird jetzt nochmal so einen kleinen Aha-Moment geben. Also alle, die jetzt bis jetzt entspannt sind, hört bitte jetzt zu. Genau, wir haben es ja schon angesprochen. Design ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Anschaffungskosten für Technik können ein bisschen nachgelagert sein, wenn man erstmal mit den Basics anfängt. Dann so laufende Kosten für eben Programme, je nachdem, was man sich da entscheidet. Und dann ist eigentlich der größte und auch bei uns in unserem Podcast die
der teuerste Posten ist der zeitliche Aufwand. Wir haben das noch mit so einer 60-Minuten-Episode gerechnet, weil das so der Durchschnitt bei unserem Publishing-Podcast ist. Wir haben Vorbereitung, Termine, Recherche 1 bis 4 Stunden, je nachdem, wie schnell so ein Podcast-Gast auch antwortet auf E-Mails, wie oft man da hinterhergehen muss. Dann die Aufnahmezeit natürlich oder ja, alles, was dazugehört. Dann für mich die Post-Production ist mittlerweile so 1,5 Stunden oder 1,5 Mal die Aufnahmezeit. Das heißt bei einer Stunde irgendwie 1,5 Stunden, die ich brauche. Und dann nochmal 1 Stunde für die ganze Distribution. Das heißt Upload, Social-Media-Beiträge erstellen, das, was alles dazu gehört. Und Heike hat das mal mit Euro oder Franken? Ich glaube, also beides. Das habe ich dann gleich eingetragen. Ich will aber nur ganz kurz dazu sagen, also wenn ich den rechten Teil da machen würde, also Vorbereitung mache ich klar und die Aufnahme auch, aber die Post-Production und die Distribution, wenn ich das machen würde, würde da nicht 1,5 Mal stehen. Dann würde sicher 2,5 Mal stehen und bei der Distribution für die ganzen Postings machen, da würde bei mir ganz bestimmt mal 2 oder 3 Stunden stehen für eine einstündige Episode, weil ich das halt so selten mache und bei mir es einfach langsamer geht. Aber ich zeige das ganz kurz und habe ganz frech mal mit unseren Stundensätzen gerechnet. Nicht erschrecken. Das sind jetzt ganz ehrlich und offene Zahlen, mit denen wir da arbeiten. Das Design, da habe ich jetzt mal 16 Stunden gebraucht, weil ich selber Grafikerin bin. Also wenn man das irgendwo designen lässt, das ist ein einmaliger Kostenfaktor. Der kann von gar nichts, weil ich es alles in Canva selber mache, bis eben auf, was weiß ich, ganz teuer werden. Das müsst ihr für euch entscheiden. Dann gibt es Anschaffungskosten. Ich habe jetzt dann nur das Mikroset mit reingenommen. Das habe ich vorhin schon mit 100 Franken etwa angesprochen. Man kann aber auch ein besseres Mikroset kaufen. Ein Laptop, Smartphone habe ich nicht mit reingenommen, weil ich das glaube, das hat jeder. Zumindest würde man sich das, glaube ich, nicht direkt für einen Podcast kaufen. Aber auch da muss man natürlich einkalkulieren, dass man mal was reparieren lassen muss. Dann gibt es laufende Kosten, dieser Hosting-Vertrag. Also ich habe bei Podigy noch einen alten Vertrag für 132 Euro im Jahr tatsächlich. Den gibt es momentan nicht mehr, der ist jetzt ein bisschen teurer. Und ich kann dort bis zu 4 Podcasts hosten. Also ich habe ja 2 jetzt da gehostet, ich könnte noch 2 dazu nehmen. Das ist jetzt heute ein bisschen teurer, aber nicht viel. Die Schnittsoftware ist jetzt in unserem Fall mal gratis und Audacity, hilf mir mal schnell, wie heißt die von Adobe? Audition, ne? Audition, genau. Genau, die nehme ich, ist halt auch bei mir jetzt mal einfach gratis gerechnet, weil ich sowieso die ganze Creative Cloud habe von Adobe und die für meinen grafischen Bereich brauche. Auphonic, dieser Dienst, der sozusagen das Rauschen minimiert und die Qualität der Tonqualität besser verbessert, da zahle ich etwa plus minus 50 Euro im Jahr, was ich so ungefähr brauche. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie viele Stunden ich durch Auphonic jage. Ein zeitlicher Aufwand. Ich habe einfach mal mit meinem Stundensatz gerechnet und komme da tatsächlich auf eine einmalige Podcast-Kostenbereich von 2.260 Franken, weil so eine Episode von einer Stunde braucht etwa mal plus minus einen Tag. Kann man einfach so rechnen, wenn man die Stunden aufrechnet, das, was ich an Katharina zahle oder das, was ich halt selber dann in der Zeit halt nicht arbeiten kann. Ne? Also ich kann halt dann nicht produktiv arbeiten, was ich dem Kunden berechnen kann. Jährliche Kosten von 182 Euro und also ich rechne so, ach, jetzt habe ich was Falsches gesagt, Entschuldigung, einmalig 2.260 ist für die Grafik genau und das Mikrofon und dann habe ich nochmal pro Episode, Entschuldigung, 1.147 Franken, was ich tatsächlich da oben jetzt nochmal einzeln aufgelistet habe. Und da kann jeder mal seinen Stundensatz einrechnen und dann halt überlegen, wie lange er braucht. Da habe ich mich jetzt vertan, Entschuldigung. Genau. Ja. Also, genau. Ich glaube, die Summe, hm? die erschlägt immer so ein bisschen. Aber uns hat es total geholfen, um eben diesen Wert von dem Publishing-Podcast einmal auch für dich uns vor Augen zu führen. Wir wissen natürlich nicht zu 100%, wie deine Auftragslage wäre ohne den Podcast. Aber genau deswegen, also es ist ja so ein Punkt, macht man den Podcast eben für sich zum Marketing, was ist so das Ziel von dem Podcast? Es gibt ja viele, die auch wirklich das fürs Unternehmen machen, wo es dann heißt, okay, wir haben so viel Budget pro Episode und dann muss aber auch aus jeder Episode müssen irgendwie 2 oder 3 Neukunden gewonnen werden, damit sich das überhaupt rentiert. Ja. Und genau deswegen einmal der Impuls für euch, dass ihr das auch einmal für euch durchrechnet, wenn ihr so einen Podcast aufnehmt, wenn ihr da ein Gefühl für bekommt oder wenn ihr das jemandem anbietet, der darüber eben wirklich auch
Unternehmen oder ja, Kunden generieren möchte, dass er so ein Gefühl dafür bekommt, was das alles für Kosten mit sich bringt. Und ich glaube, wir haben noch eine letzte Folie mit ein paar Tipps und Tricks und dann sind wir auch durch, oder? Ganz genau, das ist jetzt unser Abschluss nach den Kosten, wo wir gesagt haben, das ist, haut manchmal ganz schön rein. Mich hat das tatsächlich zu den Kosten nochmal ganz kurz irritiert am Anfang, als ich gesehen habe, okay, wir haben jetzt irgendwie 30, 40 Episoden, was wir da eigentlich investiert haben. Ich muss aber aus meinem Bereich sagen, im Publishing hat sich das gerechnet. Ich habe sehr, sehr viel mehr Aufträge und sehr, sehr größere, komplexere Aufträge dadurch generieren können. Die Kunden haben mich mit einem größeren Fachwissen wahrgenommen. Also nur mal so ganz kurz, also es ist wirklich eine gute Investition für mich gewesen. Genau. Also jetzt gucken wir noch mal ein paar Tipps an, wie man denn so einen guten Podcast macht und auch noch dabei Spaß bekommt. Kathi, leg mal los. Genau. Heike hat es schon angesprochen, wichtig sind feste Uhrzeiten und Tage, nicht nur für die Hörer, sondern auch für euch. Heike und mir helfen die auch sehr gut, gerade weil wir eben nicht am gleichen Standort sitzen, zu wissen, wie eben dieser ganze Redaktions- und Produktionsprozess ist. Das Gute ist, dass wir ja auch viel privaten Austausch haben, wo man dann eben sowas auch mal mit einfließen lassen kann. Aber ansonsten ist das echt super wichtig. Genau. Magst du den nächsten Punkt machen, dann machen wir so einen Schlagabtausch. Ja, genau. Interessante Personen und oder Themen aufstöbern, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich würde immer die Community fragen. Ich frage auch immer wieder Leute, hey, habt ihr noch jemanden, den ich interviewen könnte oder gibt es irgendein Thema, was euch interessiert? Je interessanter das ist, desto spannender wird es natürlich auch für eure Hörer. Und da könnt ihr echt auf eure Hörer verlassen. Und es macht dir auch immer mehr Spaß. Man hört es auch immer richtig raus bei Heike, welchen Podcast-Gast sie richtig gut fand und welcher gut war. Genau. Dann ein Punkt, Social Media Marketing. Marketing geht natürlich über alle Wege. Social Media ist einfach das, was euch momentan irgendwie gerade kostenlos im Sinne von nur euer zeitliche Kosten zur Verfügung steht und verbreitet einfach den Podcast über alle Kanäle, wie es irgendwie möglich ist, einfach auch um die SEO so ein bisschen, um SEO relevant zu gestalten, genau. Also SEO meint immer Suchmaschinenoptimierung, ne? Genau, ja. Versucht so viel wie möglich zu automatisieren, kann ich wirklich nur euch ans Herz legen. Versucht so viel wie möglich. Also wir laden sofort nach der Aufnahme die Sachen in die Dropbox hoch. Kathi hat sofort die Sachen in der Dropbox. Also wir haben spezielle Bilder, die wir immer wieder regelmäßig gleichmäßig haben, wo wir einfach nur das Bild austauschen müssen und alles andere passt perfekt, wenn wir das posten. Wir haben auch die Automatisierung, dass beispielsweise Intro und Outro automatisch reinkommen. All diese Dinge kann man automatisieren über sämtliche Tools. Da braucht man also nicht jedes Mal alles von vorne anfangen. Genau. Dann vergiss Perfektion. Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Ich habe schon mehrfach gesagt, legt einfach los, schickt mal so eine Testaufnahme an irgendwie an die Leute, wo ihr wisst, die geben gutes Feedback, die sind ehrlich zu euch und haben ein bisschen Ahnung vom Podcast vielleicht auch oder hören viele Podcasts. Und dann legt los, macht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch ja melden. Genau. Dann habe ich noch einen letzten Punkt und der ist ganz, ganz wichtig. Hört wirklich selbst viele Podcasts, also auch verschiedene Arten von Podcasts. Also mal ein Interview-Podcast, mal mit einem Host nur, um einfach zu gucken, was gefällt euch selbst, was hört ihr gerne, was stört euch, was findet ihr toll, was kann man übernehmen, so ein bisschen kopieren, klauen mit den Augen oder in dem Fall mit den Ohren. Und dann justiert halt nach. Also kein erfolgreicher Podcast auf dieser Welt ist von der allerersten Episode richtig der Hammer gewesen. Und den letzten Punkt, den möchte ich auch noch übernehmen, weil das passt so schön. Der steht hier nirgendwo. Ihr müsst das nicht allein machen. Also sucht euch Hilfe. Es gibt da draußen wirklich viele Menschen, die virtuelle Assistentinnen oder Assistenten oder Assistentinnen. Es gibt Menschen, die das können, die das jeden Tag machen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich die ganze Post-Production machen würde, hätte ich wahrscheinlich keinen Podcast, weil ich da keinen Bock drauf habe. Es macht mir keinen Spaß, ich mache es nicht gut und das dauert ewig lange. Sucht euch Leute, die euch dabei unterstützen und dann habt ihr auf jeden Fall ziemlich rasch einen ziemlich guten Podcast. Heidi, ich danke dir, dass du dabei warst, dass du hier so toll mitgeholfen hast, mir zu zeigen, was du alles machst. Schon vergesse ich es ein bisschen. Ich stoppe mal den Monitor, sehe alle wieder oder sehe nicht alle wieder. Ich stoppe auch
noch nicht ganz die Aufnahme. Falls noch jemand Fragen hat, könnt ihr die jetzt schnell stellen. Ansonsten gehen wir nach den inhaltlichen Fragen zum gemütlichen Teil über, aber den machen wir dann ohne Aufnahme. Also legt los. Habt ihr Fragen? Alle sind geflasht. So viel Input. Es raucht. Also nur kurz ein ganz herzlichen Dank euch beiden, Heike und Katharina, für den spannenden Vortrag. Ich will nur schnell sagen, die Fragen sind eben auch ohne Aufnahme. Die machen wir, für das muss man live sein. Alles klar. Also, Dann würde ich wenn du einfach Danke sagen. Ich stoppe die Aufnahme und dann legen wir in die Fragen los. Vielen Dank. Sehr schön.